Um die IT-Sicherheit von Kryptoprojekten besser einschätzen zu können, sind Audits das Mittel der Wahl. Allerdings stellt sich die Frage, wie man diese korrekt liest, aber auch interpretiert. Heute gebe ich euch einen kleinen Leitfaden an die Hand, damit ihr künftige Projekte besser einschätzen könnt. Viel Spaß! So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Wissenstutorial, das euch hoffentlich dabei hilft, in der Welt der Kryptowährungen besser zurechtzukommen. In der klassischen oder traditionellen Finanzwelt hat immer Vertrauen eine gewisse Intransparenz in den Projekten überbrückt. Warum? Sie waren absolut zentral organisiert und man konnte es nicht so gut überprüfen wie heutzutage in den Krypto-Projekten. Die Ära der Blockchain macht eben dieses Vertrauen, wie schon gerade eben erwähnt, überflüssig. Der Code in den Projekten gibt Aufschluss über die Werthaltigkeit und Verwundbarkeit, also über die Vulnerabilität des Projektes, und Audits können hier natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel der Wahl sein, sind allerdings relativ komplex oder wirken zumindest am Anfang relativ komplex, sind aber eigentlich immer nach einem identischen Muster aufgebaut. Die Fähigkeit, diese Audits korrekt zu lesen und zu interpretieren, ist eine tatsächlich sehr wichtige Fähigkeit und bringt euch auch einen wichtigen Schritt voran. Ganz besonders zu erwähnen ist aber, dass die Audits keine Sicherheitsgarantie darstellen. Sie können einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt liefern, wie solide der Code des Projektes programmiert wurde, aber Schwachstellen können immer wieder auftreten, weil natürlich auch die Auditierer Schwachstellen übersehen können. Jetzt haben wir das Wichtigste dazu gesagt und wir starten gleich einmal in das Tutorial ein. Zunächst einmal ist vielleicht auch einmal festzustellen, wer denn momentan überhaupt so die größten und bekanntesten Auditierer sind. Hier habe ich meine Google-Anfrage für euch gestartet und wir sehen hier, dass zum Beispiel PackShield, Trail of Bits, OpenZeppelin, Hacken und so weiter die größten sind. Was hier nicht aufgelistet ist, was momentan wahrscheinlich noch der größte Auditierer ist zum Beispiel Certic. Was bei Certic sehr, sehr interessant ist, dass bei Certic die ganzen Audits über eine Suchfunktion herausgefunden werden können. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel das Aave-Audit von Certic mal herausgesucht und bei Certic wird es alles hier sehr, sehr gut strukturiert in verschiedene Bereiche aufgedröselt, sodass man sich tatsächlich auch meines Erachtens als Anfänger relativ gut damit zurechtfinden kann. Viele Auditierer oder sogar die meisten Auditierer stellen ihre Audits über PDF-Dateien dar, das heißt separate Berichte, die einfach zu lesen sind, und wir werden uns einen dieser Berichte einfach mal angucken. Es reicht auch schon tatsächlich einen anzugucken, weil, wie schon gesagt, die Struktur dieser Audits gerade in den PDF-basierten Audits nahezu identisch sind, und wenn man einmal die Struktur verinnerlicht hat, dann kann man alle anderen umso leichter lesen. Wir werden uns hierzu das PackShield Audit des Options Trading Protokolls DERI mal etwas genauer angucken, ganz genau gesagt in der Version 4, das vor ein paar Monaten erst durchgeführt wurde. Als allererstes werdet ihr immer so ein paar allgemeine Informationen zum Auditierer selbst finden, das heißt, wer der Auditierer ist, welche Version zum Beispiel auch geauditet wurde und so weiter und so fort. Das heißt, ihr werdet hier erstmal einen groben Überblick über den Aufbau des Audits sehen und dann sogenannte Meta-Informationen finden. Das heißt, eine kleine Einführung zum Projekt, was genau geauditet bzw. geprüft wurde, auf welcher Blockchain das auch alles sich momentan abläuft, welche Programmiersprache verwendet wird und so weiter und so fort. Im zweiten Punkt werdet ihr immer so ein bisschen die Arbeitsweise und die Begrifflichkeiten, also zum Beispiel, wie die Fehler auch gewichtet werden, gerade an der Schwere der Verwundbarkeit, an der Schwere des Fehlers, und hier folgt dann auch immer eine Einstufung, ob es sich eben um einen kritischen, ob es sich um einen Fehler mit einer hohen Verwundbarkeit, mit einer mittleren Verwundbarkeit oder mit einer geringen Verwundbarkeit handelt. Wie das Team arbeitet und so weiter und so fort, und noch so ein paar allgemeine Begrifflichkeiten geklärt werden. Wenn wir etwas weiter runter scrollen, dann kommen wir auch schon zu den gefundenen Fehlern und einer groben Zusammenfassung. Das heißt, was das für das Protokoll bedeutet, welche Fehler auch in welchen Bereichen gefunden wurden, sprich welche Schwere, welche Verwundbarkeit und welche Größe und welche Wichtigkeit diese Fehler auch aufweisen. Und wenn wir ein bisschen weiter runterscrollen, dann werden wir hier eine kleine Zusammenfassung von den Schlüsselfehlern gefunden haben, und hier in dem Bereich detaillierte Ergebnisse werden dann die einzelnen Fehler nach und nach aufgedröselt. Das heißt, da wird einmal das Problem an sich beschrieben, auch gezeigt, welcher Fehler im Code konkret gefunden wurde. Es wird eine Empfehlung, wie der
Fehler behoben werden kann, auch abgegeben. Und zu guter Letzt wird auch der Status noch einmal publiziert. Das heißt, ob der Fehler vom Team gemildert wurde, ob er vielleicht komplett gelöst wurde. Es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, dass der Fehler vom Team nur zur Kenntnis genommen wurde, weil er nicht gemildert oder behoben werden kann, weil er, ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein Fehler ist, aber eine Schwäche im Code einfach darstellt, der, damit das Protokoll weiterhin so arbeiten kann, wie es arbeitet, so auch bleiben muss. Weiterhin werden dann hier einfach die restlichen Fehler nach und nach aufgezählt. Und zu guter Letzt, wenn wir zum Ende des Dokumentes runterscrollen, wird noch ein Fazit, also eine Zusammenfassung der gefundenen Fehler aufgelistet und was das eben für das Protokoll auch bedeutet. Nicht nur die Auditierer ziehen zum Schluss noch ein Fazit, sondern natürlich wir auch noch. Ich habe euch hoffentlich mit diesem kurzen Tutorial einen Einblick geben können, dass Audits eigentlich ihre Mystik verlieren, wenn man mal ein paar gelesen hat. Der Aufbau ist tatsächlich immer der gleiche und wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, vielleicht auch 2, 3, 4, 5 Audits mal hindurch zu kämpfen, dann ist das definitiv kein Hexenwerk mehr. Man gewöhnt sich auch an die Formulierungen, die zugegebenermaßen anfänglich relativ technisch sind und sich vielleicht für manche so ein bisschen nach Fachchinesisch anhören, aber man bekommt relativ schnell ein Gefühl für die Qualität der Audits bzw. der gefundenen Fehler und bekommt auch ein Gefühl dafür, was es tatsächlich in der Vulnerabilität des Protokolls ausdrückt. Wichtig zu wissen ist, dass das Audit natürlich nur einen kleinen Teil einer großen Prüfung eines Protokolls ist. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die geprüft werden müssen. In vergangenen Videos bin ich da schon etwas genauer darauf eingegangen, aber es wird natürlich auch noch zukünftige Videos geben, wo ich immer wieder daran erinnere, welche Punkte beim Prüfen eines Protokolls wichtig sind. Eine kurze Bitte noch zum Schluss, wenn euch das Video geholfen hat, dann leitet es bitte an andere Menschen weiter, für die es interessant sein könnte. Wenn das für euch nicht möglich ist, dann gebt einfach dem Video einen Daumen hoch. Warum? Das hilft uns, dass unsere Videos bekannter werden, weil der YouTube-Algorithmus diese mehr verbreitet, wir somit mehr Zuschauer anziehen und somit auch viel einfacher wachsen können. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vorab schon nochmal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.